Nils ab, Garfield. Aber der ist nirgendwo. Hallo. Jo, wo bist du? Ich stehe an irgendeinem Zebrastreifen, wo ein Parkplatz ist. Wahrscheinlich genau unter euch dann. Ja, dann bleib einfach da stehen, wir versuchen da hinzukommen. Hallo. 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 Und auch hallo. Hör auf mit dem Schein. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Saison mit mir, Paul. Wir sind gerade auf dem Weg zum ersten UCI Gravel-Rennen für mich dieses Jahr in Österreich, in Verden am Wörthersee, am 7. April. Und ja, wir haben gerade den Nils vom Flughafen abgeholt, der steht hinter dir, Kadia. Kannst du mal kurz rüberwinken? Und meines Alters geschuldet muss ich momentan relativ oft auf Toilette. Und deswegen dachten wir, machen wir das Intro an diesem schönen Rastplatz in Bayern. In Bayern sind die Toiletten ja noch sauber. Und ich muss nur aufpassen, dass ich nicht gender, damit ich nicht ins Gefängnis komme. Aber sonst, ja, fahren wir jetzt mal weiter Richtung Österreich. In die Sonne, zur Sonne. So, ich mache jetzt hier das berühmte Carbo-Loading, was ich vor der WM vergessen habe. Und diesmal vergesse ich es nicht. Heute sind ja wieder, ich wiege 66 Kilo und ich soll 8 bis 10 Gramm pro Kilogramm Kohlenhydrate essen. Wenn ich das jetzt hier fertig habe, habe ich 3/4 schon geschafft heute, weil ich schon eine Tüte Gummibärchen hatte und große Portion Müsli bis morgen. Wir sind in Velden beim Aubert-Händler. Ich finde gut, dass du immer so ganz nah rankommst. Auf jeden Fall sind wir hier, damit der gute Kadir und der Nils E-Bikes bekommen, um quasi das Rennen besser begleiten zu können, weil man im Auto eigentlich nicht wirklich flexibel ist. Sarah braucht das Auto für die Verpflegung. Daher sind wir jetzt hier. Genau. Ich ziehe mich jetzt um und fahre da mal die ersten 15 Kilometer ab mit dem ersten Steinberg, um zu gucken, welche Reifen ich dann letztendlich brauche. Aber ich glaube, dass so die trägigste, weil die schmierigste Stelle des Rennens eventuell ist. Genau. Und sonst das nächste Mal halt, oder? Ja. Ich glaube, hier Mountainbike-Kassette wäre schon besser. Okay. Für mich reicht das jetzt, aber Ja. Mountainbike würde ich hier in den Bergen schon fahren. Viele, ne? Also viele fahren mittlerweile auch bei normalen Gravel-Rennen Mountainbike-Kassetten. Ne? Es war noch seit 19 Jahren noch nie so heiß. Es Ja. ist am Sonntag 30 Grad. Okay, überhaupt. Ja. Deswegen, es ist heiß. Ja. Und das kann zum Vorteil sein, weil wenn heiß ist, benötigt man keinen Grip. Das kann nur Ja. sein auf der Strecke da, auf die Towerhöhe, da ist eine enge Passage, ich kenne die nicht auswendig, Ja. dass man da Grip braucht. Aber zu 99% wird man mit denen besser fahren. Ja, ich probiere es, also ich hoffe es. Nee, aber deswegen, ich teste das jetzt gleich. Ich fahre den steilen Anstieg hoch, das ist so der wichtigste Anstieg, wo ich es wissen muss. Und dann, Ja. Und dann weiß ich Bescheid. Hat schon, da haben schon schlimmere Dinge mitgemacht. Ich bin jetzt von der Recon zurück, also nicht von der Recon, von der ganzen, sondern den ersten Anstieg. Und ich habe mir in den Kopf gesetzt, dass ich unbedingt diese Reifen fahren will. Die ich habe bei der EM gefahren mit der 38er Pro One und die funktionieren. Ist zwar noch ein bisschen matschig, aber es wird jetzt noch trockener und ist mega schnell. Und ich wollte eigentlich auch eine Straßenübersetzung fahren, also eine Straßenkassette hinten. Mir wurde davon abgeraten, von Locals, aber auch die kann man fahren. Habe ich jetzt nicht mit, aber Kurs ist schön, der erste Teil. Aussicht auch ganz nett, aber das seht ihr dann ja selber. Aber die Aussicht ist ja auch nicht schlecht. Habt ihr schon gezeigt?
Wir haben alle heute mal schön ausgeschlafen und haben jetzt gefrühstückt. Ne, jetzt gleich umziehen und dann auf die Strecke und den restlichen Teil des Kurses abfahren, den ich noch nicht gesehen habe. Um dann final Luftdruck zu bestimmen, Reifenwahl, Pipapo, genau. Aber ich denke mal, bei Reifen bin ich mir schon sicher, was ich fahre. Luftdruck muss ich noch ein bisschen rumprobieren. Genau, das war es eigentlich dann auch für heute. Ah ja, Startnummer muss ich noch abholen. Und sicherlich treffen wir noch 1, 2 Leute, die man kennt. Ja, ich ziehe jetzt noch eine frisch gewachsene Kette von Optimize rauf. Genau. Ich mache in der Regel, also im Training fahre ich eigentlich immer mit dem Wachs hier. Und ja, aber vor Rennen mache ich einmal mit Heißwachs und im Training mit Flüssigwachs. Genau, und jetzt nochmal eine frische, heiß gewachsene Kette rauf quasi. Wie ihr seht, ist da noch relativ viel Wachs drauf und ist noch ein bisschen steif. Noch ungefähr 50 Kilometern ist sie somit am schnellsten. Genau. Deswegen mache ich die jetzt nochmal rauf und dann ist die quasi für morgen perfekt. Ja, ich mache hier jetzt quasi meine Trainingsverpflegung fertig. Nichts Spezielles, einfach nur 60 Gramm pro Flasche. Fahre ja heute maximal 1,5 Stunden, dafür reicht das dann. Okay. Wir fahren jetzt quasi zu einer Abfahrt, wo Kadir und Nils Paul filmen und fotografieren wollen. Ich werde heute mit den beiden alle Punkte ansteuern, so dass wir ein paar Aufnahmen von Paul haben und dann auch für morgen schon mal ein paar Impressionen. Ich würde tendenziell mal gucken, dass du hier gleich, hier fahren wir hier links ran. Ja, warte, muss ich gucken, was mich zurück. Da kann man noch nicht so viel sagen, aber drumherum ist auf jeden Fall wunderschön. Gefühlt ist relativ viel Asphalt. Der Kurs ist interessant auf jeden Fall. Kurven schon eher rutschig mit Schotter und so. Ich werde trotzdem mit Reifen fahren, aber ist auf jeden Fall in den Kurven muss ich hochkonzentriert sein. Es rutscht zwar kontrolliert, aber rutscht halt auch. Ich hatte jetzt bis zum letzten Anstieg einen 33er Schnitt. Ich denke mal, dass wir morgen auf jeden Fall ja, so 35, 36er Schnitt fahren. Das ist schon schnell auf so einem Kurs. Ja. Jetzt Startnummer holen und dann zurück in die Unterkunft. The last climb up to the feed station before the second feed station is quite loose. There are a few corners where I can't. This is that one out of the hard road, the really fast road descent into the hard right. That's fucking pretty sketch, I think, for those. But for you guys, safe is better, you know. And so I'm going safe. First beginning of the season. Yeah, that's gonna be fun. Yeah. You recovered from us attacking you at Hasenrasen. It was actually good to do that race. It's fun, wasn't it? That's fun, Yeah, really fun. Thanks for closing the gap for us. Hi. Hi. Caro. Hi, Caro. Hi, Isaac. Caro, Nice to meet hi. you. Komm, mach mal. Ja. Nee, schon zu oft gestürzt. Ja, okay. Geht doch Der eigentlich. ist besser. Stell mal vor, Bei der- mir sind die richtig krumm. Weißt du, was Witzige ist? Ich weiß gar nicht wann. Ich habe irgendwann mal gedacht, ich habe das erfunden. Weil ich in einen Café gegangen bin und habe gefragt im Sommer, als es ganz heiß war, ob ich bitte einen Espresso bekommen kann mit einer Vanilleeiskugel. Ich wusste nicht, dass es einen Affogato schon gibt. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe das Leuten ganz stolz erzählt, bis sie mir dann gesagt haben, dass es das Produkt schon gibt. Naja, kurze Zeit dachte ich, ich bin ein richtiger Erfinder.
Davon war ich das Spaghetti-Eis groß. Wir müssen mal rausfahren. Ja? Ja, so, ich ziehe jetzt diese schönen Recovery Boots an und Sarah erklärt mal kurz, warum man das eigentlich macht. Die Recovery Boots sind quasi für die Lymphdrainage. Also es ist ein bisschen durchs Training oder durch auch Vorbelastung kommt natürlich ein bisschen Wasser in die Beine und dadurch wird versucht, so ein bisschen das Wasser wieder rauszuschwemmen. Das machst du halt vor einer Belastung, aber auch nach einer Belastung. Also es ist immer sehr gut, das direkt danach zu machen, um dann einfach die eigene Lymphbahn in Schwung zu bringen. Wie viel hast du jetzt gemacht? Level 4. Okay. Also 3 bis 4 müsst ihr gucken, das ist nicht so unangenehm ist. Also es sind verschiedene Kammern und die blasen nicht mal von unten nach oben auf. Und dann ist einmal quasi alle Kammern auf einmal und dann wird der Druck wieder rausgelassen und dann geht es von unten nach oben. Quasi von den Füßen alles einmal abfließt. Du kannst von 10 Minuten bis 2 Stunden alles einstellen. Ich mache jetzt 2 Stunden. Wie lange hast du jetzt? Das sind 45 Minuten, aber mach nach, keine Ahnung, das wie du Bock hast, wie du merkst so. Ja, okay. Kannst auch weniger machen, wenn es zu unangenehm ist. Okay, dann gucke ich ein bisschen Paris-Roubaix-Frauen. Nee, jetzt so ein Tag vom Rennen ist halt echt langweilig, es passiert nicht so viel. Das Spannendste war ja vorhin, als wir am Start waren, Startziel, und mit den Leuten da geredet haben. Sonst chillt man jetzt halt einfach viel rum an so einem Tag vorher. Also ich ziehe die Reifen meistens immer einmal komplett schon rauf, ohne Milch. Mach, dass sie einmal ploppen, dann drehe ich das Ventil auf und schütte die Milch da rein. Ich werde jetzt ungefähr, ich glaube 60 oder 80 Milliliter mache ich rein, ich weiß es gerade noch nicht, wahrscheinlich 60. Genau. Morgen im Rennen werde ich auch ohne Ersatzschlauch fahren, weil auf so einem Kurs, wenn du da einmal Platten hast und du den nicht mit so einem Plug schließen kannst, das Loch, dann ist vorbei. Also dann fährt man nicht mehr vorne rein, weil Reifenwechsel oder Schlauchwechsel zu lange dauert. Deswegen volles Risiko, obwohl es ja kein Risiko ist, wo ich nicht glaube, dass ich einen Platten bekomme. Und wenn, sollte es auch kein Problem sein, das mit einem Tire Plug zu schließen. Ja, zum Radrennen morgen. Mein erstes Rennen dieses Jahr, erste UCI-Rennen auch in Europa. Und ja, ich weiß gar nicht so richtig, was ich erwarte, um ehrlich zu sein, weil ich war ewig krank, ich hatte es auch ein paar Mal schon im Podcast gesagt und hier und da. Ich mich auch eigentlich erst seit ein paar Tagen so richtig fit fühle, so vom Stoffwechsel her, allen Pipapo. Und deswegen mal gespannt bin, wie das morgen funktioniert. Viele von den Jungs, die hier sind schon Rennen gefahren in Santaval. Ist jetzt keine Ausrede, ne? Ist einfach nur so ein bisschen Kontext schaffen. Wenn es jetzt morgen nicht so hundertprozentig läuft, dann ist das auch kein Beinbruch, weil das große Ziel Amber und Tracker und dann auch WM später im Jahr, bis dahin ist noch ein bisschen, ist mega viel Straße. Und der Schotter, den wir fahren, der ist auch sehr schnell. Da sind 1, 2 technische Passagen dabei. Ich fahre ja, wie ihr gesehen habt, den Pro One in 38 mm. Der wird mit Sicherheit die schnellste Option sein für morgen und auch die beste in meinen Augen für Fahrer wie mich. Ich würde ihn jetzt nicht Leuten, die in der Altersklasse fahren und die einen normalen Job haben, dem würde ich das eher weniger empfehlen, weil der auf dem Kurs, bei solchen Kursen wie hier, schon sehr viel Risiko mit sich bringt. Dadurch, dass der halt natürlich in den Schotterkurven eigentlich so gut wie gar keinen Grip hat. Mir ist es bewusst, ich gehe mit dem Risiko an den Start, aber auch deswegen, weil ich halt immer gucken will, wie weit ich an die Grenze und über die Grenze hinausgehen kann, so mit Material, um halt auf die zukünftigen Rennen so Erfahrung zu sammeln. Aber ja, schnelles Setup ist morgen auf jeden Fall angedacht. Konkurrenz ist eigentlich alles hier, was so Rang und Namen hat in Europa. Klar,
ist nur ein Ami hier mit Brennan Words. Genau, aber von daher ist es schon eine gute Standortbestimmung. Ein paar Straßenfahrer sind auch da von österreichischen Conti-Teams, die generell auch immer sehr stark sind. Und allein dadurch, dass wir so viel Straße fahren, bin ich auch mal gespannt, wie die Renndynamik so wird. Die Berge sind schwer genug, die sind so um die 6 Minuten einer und der andere ist um die 3 Minuten. Also es ist jetzt nicht so, dass man nur am Hinterrad mitfahren muss. Genau, aber ich gehe davon aus, dass wir ein sehr taktisches und schnelles Rennen erleben werden. Und ich glaube dennoch, dass wir keinen zwingenden Sprint sehen, weil der letzte Anstieg dann doch schwer genug ist. Und man darf nicht vergessen, ein Gravelberg ist nochmal anders als ein Asphaltberg. Also auch wie man da hochfährt, du hast sehr viel Energieverlust, allein wenn du nicht in der Lage bist, Traktion aufzubauen. Und dann musst du halt auch die Technik beherrschen, irgendwie so geschmeidig wie möglich hochzufahren. Danach kommt eine technische Abfahrt und dann sind wir relativ schnell im Ziel. Und ich denke, dass dann im Berg nochmal viel passiert. Und den Rest sehen wir dann morgen. Esse jetzt noch meine letzte Portion Müsli, trinkt mein alkoholfreies Bier aus. Und dann geht's ins Bett. Und dann geht's morgen endlich los. Ich glaube, wir haben alle nicht so richtig gut geschlafen heute. Bei uns ist das so bedingt wichtig, aber Paul konnte erst nicht einschlafen und dann ein bisschen unruhig. Nachvollziehbar vielleicht auch bei so einem Rennen. Ich glaube, wir sind jetzt alle ziemlich motiviert, loszufahren, sowohl auf dem Rad als auch auf dem Rad oder Sarah im Auto dann, die Verpflegung macht. Und von daher, das wird ganz gut. Ja. Ja, jetzt warten wir noch auf Brennan. Der bringt Sarah noch ein paar Flaschen. Sarah verpflegt auch einen Brennan Birds. Und dann noch den Freund von Caro. Genau, und dann rolle ich so langsam los, suche nochmal eine Toilette, wie immer. Und dann das Radrennen. Are you already awake to celebrate this first edition of the Fantasy Gravel Race? Let's give it up for all the athletes! Verpflegung. Ich habe ihm als erstes die Flaschen geben können und da sah er sehr stark aus. Angabe war auch entspannt. Also mal schauen, was jetzt passiert. Kaputt. Yeah, someone rode into the front wheel with the derailleur and cut all the spokes. What are you gonna do?
Cycle the bike. Ja, ich habe, nachdem wir weg waren, noch Platten bekommen. Aber ja, hat zum Glück geplackt. Also hat es zugemacht. Boah, was soll ich erzählen? Also eigentlich habe ich mich heute nicht so gut gefühlt. Erste Runde Berg, den ersten langen Berg hoch. Da dachte ich, Alter, okay, was sind das heute für Beine? Richtig gut, aber von der Aktion habe ich mich dann auch nicht mehr erholt, um ehrlich zu sein. Ich habe mich einfach die ganze Zeit nicht powerful, also nicht so kraftvoll gefühlt. Habe das halt einfach alles nur so rumgedrückt. Also klar, also ich bin immer noch Zweiter und kann da wegfahren am Berg mit dem Schönberger. Also wir waren dann schon die beiden Stärksten, aber ja, ist noch ein bisschen Arbeit zu tun auf jeden Fall. Und so richtig, auch so der Puls, da hat ein bisschen was, also 15 Schläge gefehlt bis zum Maximum. Bei 10 und ja. Also noch ein bisschen Zeit, bin aber auf einem guten Weg, glaube ich, und eigentlich ganz zufrieden, glaube ich, kann man so sagen. Interessant, dass der auf dem Straßenrad gewinnt, auf dem Straßenrad mit Aero-Laufrädern und 32er Reifen. Waren ja auch 1, 2 Teams hier, die vom Racing Circle, die haben ja schon gut gespielt. Ja, sonst ja, jetzt ein bisschen warten, ein bisschen duschen, Auto packen und dann nach Hause. Ah ne, Sieger. Representing Belgium, please welcome with a big hand of applause on stage, Dan Sulte! Paul Voss! Aus Österreich, Sebastian Schönberger! To you, the fastest of today's race, Dan Schulte, Paul Voss and Sebastian Schönberger. Auf dem 3. Platz Caroline Schiff. Gerike Schroyer. Giada Borghesi. Ja, so, wir sind jetzt wieder zurück im wunderschönen Deutschland, gerade die bayerische Grenze überfahren. Bringen jetzt den Nils wieder dahin, wo wir ihn abgeholt haben. Genau, nee, wir fahren jetzt nach Hause. Wir haben somit gerade, wir haben quasi jetzt gerade die After-Race-Party verpasst, hiermit, weil wir im Auto sitzen. Also ist das, ne? Ich muss morgen wieder 4 Stunden Rad fahren, glaube ich. Genau, alle müssen nach Hause. Und ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch irgendwie so ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Tracker, wo ich die 200er und die 100 Distanz fahren werde. Das heißt, ihr könnt mich zweimal leiden sehen. Bis jetzt habe ich in noch keinem Video geweint, seit 2 Jahren, glaube ich. Seit Quer Deutschland. Von daher, vielleicht passiert das ja da. Genau, nee. Ja, wir sind da mal raus. Tschüss. Ich wollte schon fragen. Ja, ich glaube, du hast vergessen aufzunehmen, bei dir, oder? Eine Sache habe ich noch vergessen. UCI in Österreich am Wörthersee ist wirklich eine Empfehlung. Also wenn ihr nächstes Jahr mal Bock habt, irgendwie da hinzufahren, empfehlenswert. Mega schöne Region, interessanter Ort, um es mal so zu sagen. Also ein sehr interessanter Ort. Und ja, klar, sehr straßenlastiger Kurs, aber nichtsdestotrotz macht es ja auch Spaß. Von daher, ganz klare Empfehlung meinerseits. Dieser Werbeblock ist nicht finanziert. Bei dir, oder?